Lieber Fahrgast, liebe Fahrgästin, lieber Freund, aber auch lieber Feind von Taxi Berlin, man soll auch seine Feinde ehren. Aus aktuellem Anlass mache ich heute eine Sendung über Toilettenpapier. Ganz einfach, weil Taxi Berlin im Moment nicht on the road ist und als er noch on the road war, er immer Toiletten, die frei zugänglich waren, aufgesucht hat. Das waren insbesondere die Toiletten von Hotels. Da kannte er sich aus, kenne ich mich immer noch aus. Die Toiletten sind aber dort geschlossen. Ich habe auch schon mal eine eigene Toilettensendung gemacht, kann man gerne nachhören. Heute, wie gesagt, soll es ums Toilettenpapier gehen. Ich war heute früh unterwegs und kann auf jeden Fall sagen, dass es in Sachen Toilettenpapier auch zutrifft. Der frühe Vogel fängt den Wurm, in dem Fall das Toilettenpapier. Ich war als erstes bei Rossmann und habe diese Packung erworben mit dem schönen Namen Alouette. Und ich weiß aus Erfahrung, dass sich in diesem Toilettenpapier wirklich Alu befindet. Deswegen kann ich es nicht wirklich empfehlen. Danach war ich sogleich noch bei Aldi. Vorher war ich natürlich zu Hause, um diese etwas unförmige Packung erstmal sicher zu Hause abzulegen. Bin dann sogleich zurück zu Aldi und habe diese farblich auch schön gestaltete Packung mit dem Namen Kokett zu kaufen. Dazu muss man wissen, dass diese Marke früher Solo hieß. Nicht nur der Name war früher besser, sondern auch die Qualität des Toilettenpapiers. Solo hat mir immer extrem gut gefallen, weil der Mensch ja normalerweise auf Toilette alleine ist, außer der Bulgare, der macht am liebsten alles zusammen und würde auch am liebsten, wenn in Bulgarien die Toiletten nicht so klein wären, auch dort gemeinsam hingehen. Auf den Bulgaren komme ich gleich zu sprechen. Noch ein kurzes Wort zur Qualität. Wie gesagt, die Qualität ist schlechter, aber in diesen Tagen muss man nehmen, was man bekommt. Und so habe ich auch diese Packung genommen. Der Bulgare, mit dem ich mich beschäftigen muss, weil ich zur Hälfte Bulgare bin, sonst würde mich dieses kleine Land am Rande unseres schönen Kontinents wahrscheinlich auch überhaupt nicht interessieren. Der klassische Bulgare oder wenn ich böse bin, dann sage ich der gemeine Bulgare, der hat ja früher seinen Allerwertesten mit Zeitungspapier abgewischt. Überhaupt nur deswegen wurde die Zeitung früher gekauft. Sie wurde dann sorgfältig in Planquadrate geschnitten und an einem Draht, einem dafür gebogenen Draht aufgehängt. Das Toilettenpapier, in dem Fall das Zeitungspapier, wurde nicht mit heruntergespült, sondern kam in einen extra dafür vorgesehenen Eimer und wurde dann, wenn dieser gefüllt wurde, rituell verbrannt. Die Situation in Bulgarien im Moment ist die, dass es sogar Toilettenpapier gibt. Es herrscht in Bulgarien kein Engpass an Toilettenpapier. Man kommt bloß nicht hin nach Bulgarien. Das ist das einzige Problem, was man hat. Der klassische Bulgare hat seinen Popo schon früher mit klarem Wasser abgespült, was aber einer gewissen Übung bedurfte. Das macht man nicht einfach so. Das muss man richtig üben, weil man ja hinten sich nicht sieht. Man muss es mit einem Spiegel sozusagen üben. Und ich bin ja nie so ein gemeiner Bulgare gewesen, obwohl manchmal vielleicht doch. Aber ich bin ja eher so ein softer Typ und habe demzufolge eben andere Hilfsmittel gebraucht. Und da komme ich auf dieses schöne Produkt, Feuchttücher Baby Dream, erhältlich auch jetzt in Krisenzeiten bei
Rossmann in der Viererpackung war früher auch besser, muss ich sagen. Waren vor allen Dingen 100 Tücher pro Packung, jetzt sind nur 80 Tücher. Wie das mit vielem so ist, war früher besser. Ich kann hier das auch nicht lesen, weil es ist alles auf Polnisch. Aber soweit ich mich erinnere, war es mit Kamille-Extrakt und mit Aloe Vera. Allerdings in einer angenehmen Art und Weise in Bulgarien. Das große Problem ist, überhaupt Toilettenpapier zu bekommen, was nicht parfümiert ist. Die meisten Toilettenpapiere und auch Taschentücher bis hin zu Servietten sind in Bulgarien aufs Schlimmste parfümiert. Da könnte man auch eine Menge Geld sparen, wird wohl jetzt demnächst passieren. Und in Bulgarien gab es eine Marke, die gibt es bis heute, so hoffe ich zumindest, die man da bekommen hat als Toilettenpapier. Und das möchte ich euch zum Abschluss mal kurz zeigen. Diese Marke war nicht nur super soft, sondern hatte auch den schönen Namen Grand Final. Alleine wegen dieses Namens lohnt es sich, nach Bulgarien zu fahren. Wie gesagt, im Moment ist es leider nicht möglich, aber sobald die Grenzen wieder geöffnet sind, würde ich den Gang nach Bulgarien alleine des Toilettenpapiers wegen empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch in Sachen Toilettenpapier weiterhelfen. Wie gesagt, für mich ist insbesondere der Toilettengang als Taxifahrer immer ein großes Thema gewesen. Die wenigsten Taxen haben ja eine Toilette an Bord und so sind wir immer angewiesen, dass man uns irgendwo hereinlässt. Und jetzt, wo ich nicht mehr on the road bin, muss auch ich zu Hause auf Toilette gehen. Das ist für mich auch eine ganz neue Situation und ich denke, damit belasse ich es für heute. Ich wünsche euch natürlich auch frohe Ostern, hoffe euch demnächst wieder auf meinem Kanal anzutreffen. Da werde ich dann über den Bildungsauftrag sprechen. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald, euer Taxi Berlin.